Dieses Mini-Album wird wieder 5 Seiten mit den Maßen 20 x 20 cm haben. Und ich habe mir hier für das Buchcover schon mal Pappe zurechtgeschnitten, die ungefähr 2 mm dick ist. Hier messen Vorder- und Rückteil 21 x 21 cm. Der Buchrücken misst 21 x 5 cm, genauso wie dieser Teil, der dann zuklappbar wird. Und dieser Teil misst 21 x 5 cm an der schmalen Stelle und an der breiteren Stelle misst das Ganze 8 cm. Wir müssen jetzt darauf achten, dass die Teile ungefähr 2 mm voneinander entfernt sind, damit das Ganze auch gut zu knicken ist. Und jetzt wird das alles mit einem recht starken Kleber auf unser Papier geklebt. Das wiederum hat die Maße 29 x 96 cm. Als nächstes werden wir die Ecken so ein bisschen wegschneiden. So, und dann werden wir das Ganze umknicken und auf unser Buchcover kleben. Aber vorher werden wir das so ein bisschen falzen, damit das besser zu knicken ist. So, und da nehmen wir jetzt möglichst starkes Klebeband. So, und als nächstes kleben wir das Papier auf die Pappe. Da, wo die Bindung gefaltet wird, werden wir jetzt das Papier hier auch noch ein bisschen vorfalzen, damit wir das dann im Anschluss besser knicken können. Als nächstes werden wir die Bindung machen. Und zwar habe ich das jetzt auch mal auf weißes Papier aufgezeichnet, damit man das besser erkennen kann. Und zwar schneiden wir uns erst ein Papier zurecht mit den Maßen 20 x 23 cm und lassen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite 4 cm Platz und beginnen dann mit unseren Falzlinien. Und zwar werden das ja 5 Seiten. Und diese 5 Seiten sind getrennt durch einen Abstand von 0,8 cm. Also die gestrichelten Linien sind immer die Zwischenräume. Das heißt, wir machen 2 Talfalten, eine Bergfalte, 2 Talfalten, eine Bergfalte und so weiter. Ich habe den Abstand zwischen den Seiten diesmal ein bisschen größer gelassen, das heißt also 0,8 cm anstatt 0,5, damit wir das Album am Ende auch gut schließen können. Und die Streifen, an denen dann die Seiten befestigt werden, sind wie gehabt 1 cm breit. Jetzt kann man auch schon langsam erkennen, dass hier sich solche Laschen bilden. Das sind diese beiden 1 cm Streifen. Da werden dann am Ende die Seiten dran befestigt. Und jetzt werden wir immer das Klebeband auf einen dieser beiden 1 cm Streifen kleben, damit wir die dann im Anschluss zusammenkleben können und hier dann diese Lasche gebildet wird. Als nächstes kleben wir einfach diese 1 cm Streifen aneinander. Und das machen wir mit den restlichen 4 auch. So, das ist jetzt die fertige Bindung und die werden wir jetzt mit einem starken Flüssigkleber an unser Cover kleben.
So, und das werden wir jetzt auch mit etwas beschweren und trocknen lassen. Wenn dann alles gut getrocknet ist, kann man hier noch die äußeren Linien wegradieren. Und dann falzen wir das Papier hier, wo es dann im Anschluss geknickt wird. So, und dann sind wir mit unserem Cover auch schon fertig.